Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute lassen wir mal das Intro komplett weg und kommen einfach mal direkt zum Punkt. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen auf der Internetseite focus.de. Focus ist, denke ich, ein Magazin, was ja zumindest deutschlandweit sehr bekannt ist. Aber was das Focus-Magazin geschrieben hat, das hat mich wirklich extrem schockiert und auch von der Größe des Magazins war ich doppelt schockiert, weil ich eigentlich dachte, dass wenn schon so ein großes Magazin, so ein großes Blatt Informationen rausbringt, dass die dann zumindest annähernd der Wahrheit entsprechen. Und das, was ich hier gelesen habe, ich muss wirklich sagen, das hat mich fast vom Stuhl gehauen. Also wirklich. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich hier gefunden habe, damit ihr vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich hier überhaupt meine. Bevor ich euch auch jetzt gleich den Beitrag zeige, den wir gleich zusammen durchgehen, wo ich auch nachweislich zeigen werde, dass da einfach nicht die Wahrheit geschrieben wird, möchte ich vorher noch gerne sagen, dass ich persönlich kein Problem mit dem Focus Magazin habe. Ich selber lese nicht im Focus Magazin, daher kann ich auch die anderen Artikel nicht irgendwie bewerten oder meine Meinung dazu geben, weil ich nicht weiß, ob die gut oder schlecht geschrieben sind. Auch die Autorin, die diesen Beitrag geschrieben hat, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was die vorgeschrieben hat. Ich kann aber ganz klar sagen, das, was ich euch jetzt hier zeigen werde, das ist einfach, ja, tut mir leid, das ist aber einfach Käse, was da geschrieben wird. Und ja, ihr könnt auch vielleicht gerne, um vielleicht auch ein bisschen das Focus Magazin darauf aufmerksam zu machen, vielleicht auch das Video denen verlinken, damit ihr auch wirklich sehen, was jetzt der Wahrheit hier entspricht. Aber ich nehme euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm, um euch einfach mal zu zeigen, worum es mir hier eigentlich geht. Ja, dann müsstet ihr jetzt meinen Bildschirm sehen können. Und zwar hat hier, wie schon gerade erwähnt, die Seite focus.de einen Beitrag geschrieben. Diese 5 Städte sind Europas heimliche Hauptstädte. Das soll auch vielleicht so ein kleiner Anreiz sein, vielleicht irgendwo stets auch einen coolen City-Trip zu machen irgendwo. Und ja, da wurde auch Warschau erwähnt. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was hier über Warschau steht. Und ich bin mir sicher, also schreibt mir einfach mal eure Meinung später dazu. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Dann haben wir hier 1, Warschau, Staunen in der Stadt an der Weichsel. Ja, Warschau liegt wirklich an der Weichsel. Eine Perle Osteuropas. Hier haben wir schon mal den ersten Punkt. Eine Perle Osteuropas. Polen gehört nicht zu Osteuropa, sondern zu Mitteleuropa. Und dementsprechend gehört auch Warschau zu Mitteleuropa. Ich zeige euch das auch natürlich. Wie gesagt, also ich werde euch das hier auch alles beweisen. Nicht, dass ihr denkt, ach, der hat keine Ahnung, er erzählt hier irgendwelche Geschichten. Ne? Mitteleuropa. Wir googeln einfach mal Mitteleuropa. Schauen uns das einfach mal an. Das ist hier die Karte von Mitteleuropa. Ja, dann haben wir Mitteleuropa, hier haben wir Osteuropa, sehen wir hier grenzt an Weißrussland, hier Ukraine und hier haben wir Polen, Mitteleuropa. Also Polen gehört geografisch zu Mitteleuropa und somit gehört auch Warschau geografisch zu Mitteleuropa. Kann ich aber verstehen, dass vielleicht manchmal Polen mit Osteuropa verwechselt wird. Also wirklich, Fehler sind Fehler, kann man machen, auch bei der Recherchearbeit. Ich mache in meinen Videos auch manchmal Recherchearbeit und mir unterlaufen auch Fehler, das ist wirklich kein Problem. Aber hier ganz klar, Polen, Warschau, Mitteleuropa und nicht Osteuropa. Beschützt von der Meerjungfrau Sirene, obwohl die zweitgrößte Stadt Polens, ja auch nochmal so ein Ding, Warschau ist nicht die zweitgrößte Stadt Polens, sondern die größte Stadt Polens. Das zeige ich euch auch, beweise ich euch auch natürlich. Dann haben wir hier schon die erste Seite. Und das, was ich hier mache, das ist jetzt hier keine große Recherchearbeit. Das sind wirklich, also das kann jeder in 30 Sekunden googeln. Und dann sehen wir hier auch die 10 größten Städte Polens 2021, aber 2022 hat sich da jetzt nicht viel geändert, zumindest was Warschau angeht. Hier sehen wir Warschau auf Platz 1 mit fast 1,8 Millionen Einwohner. Dann haben wir die zweitgrößte Stadt mit keine ganze 800.000. Also Warschau ist mit Abstand die größte Stadt Polens mit über 1 Million mehr Einwohner. Ja. Dann habe ich mir selber aber gedacht, okay, vielleicht meint die Autorin ja nicht ja, die größte Stadt Polens von der Einwohnerzahl her, vielleicht von der Fläche her. Und da werde ich euch auch natürlich da zeigen, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Polnische Seiten nutze ich auch gerne, wenn es um deren eigenen Städte geht, ist das alles ein bisschen intensiver beschrieben. Da gehen wir hier auch auf Wikipedia und dann sehen wir hier auch
von der Fläche her, dass Warschau auch hier die größte Stadt Polens ist mit, das sind jetzt hier in Hektarangaben, mit über 51.000 Hektar. Dann haben wir hier auch, wie schon bei der Einwohnerzahl, Krakau oder Kraków auf Polnisch, mit der zweitgrößten Stadt mit über 32.000 Hektar. Also ja, gute 40%, sage ich jetzt mal ganz Pi mal Daumen, 40% ist Warschau auch von der Fläche her größer. Also auch da kann ich dann sagen, nicht gut recherchiert. Also Warschau ist die größte Stadt von der Einwohnerzahl und von der Fläche her. Ja. Dann haben wir hier, obwohl die zweitgrößte Stadt Polens rund 800 Kilometer vom Meer entfernt liegt. Ja, wir gehen einfach mal auf Maps und dann zeige ich euch einfach mal, wo Warschau liegt, um euch einfach mal zu zeigen, ungefähr, das ist hier Polen, hier haben wir Warschau und wenn wir jetzt mal ganz doof, wir nehmen jetzt einfach mal von Warschau und wollen wir nach, hier machen wir mal hier von Warschau nach Danzig. Ja, also wenn wir jetzt hier noch hier unten hinkommen, da sind wir noch schneller am Meer, aber wenn wir jetzt nach Danzig wählen, dann haben wir hier keine ganzen 400 Kilometer. Also um wirklich die 800 Kilometer zu erreichen, dann müssen wir von Warschau, ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht von Warschau nach Łódź fahren. Dann könnt ihr mich besuchen kommen, weil ich in Łódź lebe. Dann können wir nochmal nach Wrocław fahren, beziehungsweise auf Deutsch Breslau. Dann können wir vielleicht nochmal nach Bydgoszcz fahren. Habe ich gehört, soll eine schöne Stadt sein, war ich selber noch nicht. Habe ich mir aber vorgenommen, auch zu besuchen. Und dann fahren wir nach Danzig. Und wenn wir dann einen schönen Umweg über halb Polen machen, dann erreichen wir auch ein bisschen mehr wie über 800 Kilometer. Aber wenn wir in der Realität bleiben, es war schon nicht 800 Kilometer vom Meer entfernt, sondern keine ganzen 400. Ja. So, also Einsatz vorgelesen, schon 4, 5 Fehler gefunden. Ja. Obwohl die zweitgrößte Stadt Polens rund 800 Kilometer vom Meer entfernt liegt, ist ihr Wappenfigur eine Nixe. Stimmt, ist wirklich eine Nixe. Diese soll der Legende nach im Fluss Weichsel gelebt und sich in einem Fischer verliebt haben. Okay. Ja, der Rest ist ja auch eigentlich mehr oder weniger gut geschrieben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, selber der Inhalt vom Text ist eigentlich in Ordnung geschrieben, ja, also von der Art her sehr gut geschrieben, kann man nicht sagen, also ist wirklich toll geschrieben. Hier wird dann noch ein bisschen von der Geschichte erzählt, hier auch vom Zweiten Weltkrieg und vom Wiederaufbau, wirklich klasse geschrieben, muss man echt sagen. Ja, aber dann ist mir hier auch noch eine weitere Sache aufgefallen, wo ich auch dann schon wieder ein bisschen stutzig geschaut habe. Und zwar haben wir hier einen Höhepunkt, sind auch die Museen der Stadt, etwa das Frederiken-Chopin-Museum, Der Komponist wurde hier geboren. Also wirklich, ich bin da wirklich nicht sauer, wenn jemand jetzt nicht weiß, wo Frédéric Chopin geboren ist. Ich habe mich ein bisschen mal damit beschäftigt. Der ist in Żelazowej Woli geboren. Man kann sich da wirklich vertun, weil wenn wir jetzt hier auch nochmal auf Maps schauen, Żelazowa Wola, das ist wirklich nah an Warschau. Ich weiß nicht, das sind hier vielleicht 50, 60 Kilometer voneinander entfernt. Da kann man sagen, ja okay, ich drücke mein Auge zu, er kommt aus Warschau. Ja, könnte man machen. Ja. Okay, ein Höhepunkt sind auch die Museen der Stadt, etwa das Frédéric-Chopin-Museum. Der Komponist wurde hier geboren, wie auch, und jetzt haltet euch fest, Nikolaus Kopernikus. Und da war ich wirklich geschockt. Also ich denke mal, ich will hier wirklich nicht die Autorin angreifen, nur ich finde, die hat ja eine sehr, sehr schlechte Recherchearbeit gemacht. Ich will ja auch nicht die Leute angreifen, die das nicht wissen. Ja, aber wenn ich als Fokus-Magazin dafür verantwortlich bin, sowas zu publizieren, dann recherchiere ich vorher. Und Kopernikus ist nicht in Warschau geboren, der ist in Torun geboren, auf Deutsch Thon, ja, und nicht in Warschau. Und das sind einfach so diese Sachen, die mich sehr, sehr, sehr schockiert haben. Also wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde, hier gehört auch ein bisschen Bildung dazu und auch ein bisschen die Sache klarzustellen. Und wenn jetzt Deutsche das lesen und die planen einen Städtetrip und dann lesen die hier sowas, oh ja, Nikolaus Kopernikus aus Warschau und hier, guck mal, von Warschau haben wir 800 Kilometer zum Meer. Ich weiß nicht, ja. Und jetzt kommt hier noch ein Ding, das ist hier aber wirklich nur meine persönliche Meinung. Unser Tipp, unbedingt die einer Eisenkonstruktion um 1900 nachempfundene Markthalle mit vielen Food Outlets, Bars und Ständen für exotische Lebensmittel besuchen.
Und da muss ich auch eine ganz starke, scharfe Kritik aussprechen. Hier im ganzen Beitrag wird hier auch geschrieben, ein bisschen auch von der Geschichte und alles. Und jeder weiß, das war schon eine enorme, wahnsinnige Geschichte. Das ganze Land Polen hat eine wahnsinnige Geschichte. Da steckt so viel Kultur und Geschichte hinter. Und dann empfiehlt das Focus-Magazin, die in eine Halle reinzugehen, wo du die exotische Lebensmittel und Food-Outlet dir anguckst. Also tut mir leid, also wieso empfehlen die einfach nicht, mach mal ein bisschen Bildung, geh mal in dieses Museum, das ist ein wahnsinnig schönes Museum, um die Kultur, die Menschen kennenzulernen, um die Stadt kennenzulernen. Nein, das Focus-Magazin sagt, geh mal hier die exotische Lebensmittel angucken. Und tut mir leid, das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, ich denke, ich sage besser gar nichts mehr. Also meiner Meinung nach, die Recherchearbeit dieses Artikels, also da geht es hier noch weiter, hier sind noch weitere Städte, ich weiß nicht, ob diese sich hier der Wahrheit entsprechen, also ich habe keine Ahnung von Sevilla und Nizza und was hier drin steht, ja, aber wenn es hier um Polen geht, ist das nicht gut verfasst. Ihr könnt auch gerne diesen Beitrag, das Video, an das Focus-Magazin schicken, vielleicht damit die sich auch im Klaren sind, was die hier überhaupt publizieren. Und hier auch jetzt von mir an das Focus-Magazin, wenn ihr vielleicht ein paar Informationen zum Thema Polen haben wollt, kann ich euch wirklich empfehlen und auch der Autorin vielleicht meinen Kanal zu abonnieren. Ich berichte regelmäßig aus Polen, über Polen, also eigentlich alles, was mit dem Thema Polen zu tun hat. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, wenn ihr irgendwelche Informationen zum Thema Polen haben wollt. Ja, an die anderen Zuschauer, eure Meinung zu diesem Beitrag würde mich mal wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ist das, okay, recherchiert sind wir uns, denke ich, einig, ist das nicht gut, aber allgemein eure Meinung zu diesem Thema, das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!